Heute reinigen wir den Maschinenschraubstock und die alte Fräse hat Geschichte. Das ist jetzt der Zustand. Sieht man träglich alles. Jetzt machen wir reinigen. Lösen wir die Gewinde. Wird lösen, Platzvertönung. Ja, ich weiß, muss Handschuhe, aber meine Hände sind gewohnt. Ich bin bei 35 Jahre gewesen. Deswegen Geruch oder sowas stört mich nicht. Ich bin gewohnt, ich hätte kaum schon. Muss vorsichtig hier sein mit Kamera filmen und Platzvertönung ist nicht so einfach. Wir versuchen wir jetzt das geht oder nicht. Die rätselhafte Gewinde. Oh, ging ganz leicht, aber nie gedacht. Was geht das? Gefräst. Sieht so gleich HS-Stahl. Hier steht Nummer, aber weiß ich nicht. Erstmal müssen wir richtig sauber machen. Mein Finger. So, was darf ich machen? Weniger Drähte, Dampfstrahle. Jetzt müssen wir genau schauen, was ist hier. Drehen wir andere Richtung. Logo ist weg aus dem Motor. Ja, muss hier was raus. So sieht jetzt die Gewinde aus. An meinem Blick Trapezgewinde. Die Ersteigung kann 4 sein, Millimeter. Ja, jetzt zerlegen wir erstmal den Wind. Schauen wir. Gewinde, reinigen wir die Gewinde. Die geht so und dann ist links Gewinde. Das ist rechts, das ist nach links. Mittig. Hier keine durchgehende Gewinde. Hier ist bewegliche Stift. Sehr interessant. Und hier ist bestimmt metrisch 1 Millimeter. Wenn hier ist metrisch, dann muss hier aber auch metrisch sein. 1 Millimeter. Passt. 1 Millimeter metrisch. Jetzt versuchen wir die Wöhle raus. Aber wie? Hier noch. Scheint Imbus zu sein. Mache ich kaputt, dann kriege ich nicht raus. Ja, habe ich jetzt reingeschlagen. Hoffe, passt. Ich habe so eine spezielle PC-Werkzeuge genommen. Nicht Maschinen, sondern feinen. Reingeschlagen. Hoffe, dass jetzt wir rausbekommen werden. Hartnäckige, winzige Schraubchen. Machen mein Werkzeug kaputt. Werkzeug kaputt gemacht. Ja, Schaden gerichtet. Aber haben wir die Gewinde trotzdem nicht rausbekommen. Gebrochen. Habe gerade mit dem Speziellen probiert. Ist abgebrochen. Da ist gebrochen. So kleine Schraubchen. Das ist Feinmechanik. Schon im Bus 2 Millimeter. Die hat so feine. So feine. Das ist Qualität, weiß nicht welche Jahr ist das. Das ist immer Rätsel noch. Aber sehr gut gemacht. Das löst sich schon. So, versuchen wir das. Ja. Ist metrisch. 1 Millimeter. Ja. M6, 1 Millimeter. Innen ist gut. Die Wacken auch noch richtig gut. Die sind nicht ausgeheilt. Das ist komisch. Ja, da geht er nicht. Abgegangen. Hey, gut. Das ist Dings. Gewinde sieht gut aus. So, Problem jetzt habe ich immer noch. Jetzt prüfen wir Rätseltäter. Kein Spiel. Das ist doch ideal. Ah, ja, ich hätte das in meine Drehmaschine gehabt. Kein Spiel. Das ist gut. Ja, ich schätze, das ist Trapezgewinde, weil meine hat flache Gewinde. Deswegen ist die geht oft verschleißt. Aber hier ist genial. Das ist gut. Das
Fleiß, wenn ich mit Finger drüber gehe. Schraubstock, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist sehr gut erhalten. Farbe bestimmt, das kriege ich nicht. Farbe, ja, das kriege ich, ja, ist gekratzt, weil wenn Und jetzt seid ihr dran. Wie soll der Schraubstock am Ende aussehen? Wollt ihr lackiert sehen in einer schönen Farbe? Oder soll ich das Metall komplett blank machen, damit er richtig im Metallglanz strahlt? Schreibt eure Meinung jetzt in die Kommentare. Die Mehrheit entscheidet. Leute, wir sind kurz vor dem Ziel. Die 1000 Klicks Challenge läuft noch für das Gewinnrätsel. Wir haben schon über 800 Aufrufe. Sobald die 1000 voll sind, zeige ich euch die Lösung. Gewinde, Form und Steigung. Und wer am nächsten dran ist, wird im nächsten Video genannt. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal in der Werkstatt Vitali.